Herzlich willkommen, liebe deutschsprachige Blender-Community, zum dritten Teil dieser deutschsprachigen Videotutorial-Serie, die eben diese Wikinger-Axt hier behandelt. Und der heutige Teil wird sich hauptsächlich rein auf das Texturieren konzentrieren. Und wenn wir von Textur sprechen, da habe ich im letzten Teil ein bisschen darüber erzählt, dann reden wir von einer Diffuse Texture und einer Specular Texture. Die Normal Texture werde ich jetzt in dieser Form in diesem Videotutorial-Serie nicht behandeln, da es doch nochmal etwas den Rahmen sprengen würde, denke ich. Wenn du wissen willst, wie eine Normal-Textur aufgebaut ist, beziehungsweise wie man die auch in Photoshop machen kann, dann schau dir einfach dieses Videotutorial an, das ich dir jetzt hier verlinken werde. Da erzähle ich halt auf Englisch alles ganz genau, wie man in Photoshop eine Normal Map erstellt. Ich befinde mich jetzt auf meinem Vacuum-Tablet, weil ich einfach alles, was mit Zeichnen zu tun hat, wirklich mit einem Grafiktablett mache und nicht mehr mit der Maus. Natürlich geht es auch, aber wenn man ein Grafiktablett hat, sollte man es auch nutzen, oder? Vor allem, wenn es jetzt wirklich um Texturen geht, dann wäre es sehr ratsam, ein Tablet zu verwenden. Ich habe jetzt hier genau mit meinem Stift auch die Maustasten belegt, dass ich hier zum Beispiel mittlere Maustaste, Rechtsklick und Klick diesem Stift angelegt habe. Wir sind letztens stehen geblieben, dass wir dieses UV-Grid oder dieses UV-Layout erstellt haben und diese heraus exportiert haben, indem wir hier unter UVs und dann Export UVs, und das Resultat war dann diese Textur, die ich mir jetzt als 2K-Textur herausgespeichert habe. Und wenn ich das Ganze jetzt wie das letzte Mal auch im Photoshop öffne und ich mache mir wieder eine Background Layer, sollte vielleicht diesmal wirklich mal weiß sein, ja, dann haben wir ja unser UV-Grid, unsere Hintergrundebene und alles, was ich jetzt hier drauf zeichne, wird dann im 3D-Modell übernommen. Und ich sage jetzt mal kurz nochmal dazu. Wenn wir sich jetzt zum Beispiel diesen Stiel hier ansehen, dann haben wir hier den UV-Seam. Und dieser gleiche UV-Seam ist natürlich ja hier auf dieser Seite auch. Das bedeutet, diese Edge und diese Edge sind eigentlich ident. Und alles, was jetzt von der Texturinformation in diese Richtung läuft, kommt eigentlich genau hier raus wieder. Also alles, wenn es hier rauf läuft, kommt dann genau hier an dieser Seite an. Nur wenn man jetzt nicht eben eine Unterteilung hat von weiteren Vertices, dann wird es schwer herauszufinden, wo wirklich jetzt die Textur dann aufhört und wo anfängt. Also hier ist es klar, hier bin ich hier und hier werde ich hier auch wieder rauskommen. Wenn ich jetzt hier aber eine Linie ziehe, dann muss ich mir überlegen, okay, wie wird diese Linie auf dieser Seite dann weiterlaufen? Grundsätzlich, hier geht sie von hier in diese Richtung runter und ich schätze mal, irgendwo hier unten wird sie rauskommen und wird dann in diese Richtung weiterlaufen. Das ist natürlich ein runder Kreis, der aber jetzt auf eine Gerade ausgelegt wurde. Ich werde das jetzt ganz einfach kurz abspeichern und im Blender öffnen. Und dann sehen wir das genau hier. Also, der UV-Seam ist hier. Und wenn ich jetzt diese Linie da in der Textur drinnen habe, ich werde auch sie mir hier öffnen, wenn ich diese Textur jetzt hier habe, dann kann ich nicht hundertprozentig garantieren, dass ich erstens einmal die gleiche Stelle hier erwische. Ich habe jetzt nur geschätzt. Und zweitens könnte es sein, dass das jetzt, wenn es eine Gerade sein soll, nicht mehr gerade wird. So wie man hier zum Beispiel sieht. Es ist ein kleiner Bogen drinnen. Also es ist nicht aus einem Guss. Also das hat mich früher auf eine harte Probe gestellt, damit ich wirklich eine Textur erstelle, wo man auch diesen Seam auch nicht mehr sieht. Das heißt, dieser Seam ist problematisch, damit man erkennt, hier wurde geschnitten. Und das sollte eigentlich gar nicht der Fall sein. Es sollte wirklich eine einheitliche Textur werden, wo kein einziger Schnitt mehr sichtbar sein wird. Und da stellt sich jetzt sehr schnell die Frage, okay, wie mache ich das? Weil ich will etwas erstellen, vor allem wenn man mit Fototexturen arbeitet, dann stellt sich sehr schnell die Frage, wie kann ich das ausbessern? Also ich werde das wirklich jetzt zur Verdeutlichung nochmal in Photoshop machen. Ich habe hier ein paar Texturen und es ist jetzt im Prinzip komplett egal, welche Textur ich verwende. Ich werde jetzt
einfach diese Holztextur hier verwenden. So. Und wenn man das sagt, okay, das wird genau dieser Stil sein, passt. Ich speichere das ab. So, jetzt bin ich hier wieder im Blender und der Shortcut, um das Bild zu refreshen, also um neu zu laden, wäre Alt R. Und dann lädt ja da die aktuelle Version vom Folder herein. Beziehungsweise man könnte auch hier unter Reload, also Image Reload gehen, dann hat man den gleichen Effekt. Und jetzt haben wir sofort hier die Textur. Und ich werde das auf Flat umstellen, weil ich finde, ohne Schattierung sieht man das jetzt insgesamt besser. Wo ist unser UV-Cut? Erst hier. Und grundsätzlich sieht man an diesen Bereichen, okay, hier ist die Textur zu Ende, beziehungsweise hört sie auf. Und das ist schon, also jetzt von der Weite her gesehen, wahrscheinlich jetzt nicht sehr relevant. Ja? Aber es kann bei unterschiedlichen Texturen schon vorkommen, dass da ein Steinmuster oder irgendetwa ein anderes Gras oder so einfach plötzlich aufhört und dieser Cut ist. Und das könnte ziemlich hässlich werden. Und genau das wollen wir hier verhindern. Beziehungsweise gibt es eine einfache Möglichkeit, und zwar wenn man im Blender direkt auf das 3D-Mesh drauf paintet, dann braucht man sich um die UV-Seams überhaupt keine Sorgen mehr zu machen, und das ist eigentlich, was ich jetzt dir zeigen möchte. Grundsätzlich, wenn man Texturen erstellt, egal jetzt ob man für das CG-Bereich oder für Game Development, es ist dennoch eine ganz andere Sache als wie 3D-Modelle oder 3D-Modellieren. Es ist schon Blender, nur nochmal auf eine komplett neue Art und Weise zu lernen. Auch die Shortcuts zum Beispiel sind anders. Und das Ganze wird jetzt schon ziemlich viel Information werden und ich werde versuchen, das Ganze dennoch zeitgerecht zu erklären. Wahrscheinlich muss ich aber trotzdem das ein oder andere wieder im Zeitraffer abspielen lassen, weil Texturen zeichnen benötigt vor allem Zeit. Das ist jetzt nicht sowas wie, finde ich, Modeling, was jetzt schnell geht. Vor allem eine schöne Textur braucht Zeit und Geduld und das ist nicht einfach, was ich jetzt innerhalb von einer Stunde erstellen kann. Darum werde ich jetzt grundsätzlich einfach die Basics erklären und wo man alles findet und ich zeige dir, wie es funktioniert. Und dann wird es wahrscheinlich wirklich so sein, dass ich das Ganze im Zeitraffer abspielen lasse. Okay, wir sind jetzt hier grundsätzlich im 3D-Modellierungs-Workspace. Also das Ganze kann man sich natürlich jetzt schon so einrichten, wie man will. Aber wenn man jetzt hier oben in der Menüleiste haben wir natürlich unser Menü und dann haben wir hier vorgefertigte Workspaces, die man auch verwenden kann. Und wir wollen jetzt zum Beispiel das Texture Paint verwenden. Texture Paint hat jetzt uns auch den Bildschirm, also unsere Arbeitsfläche, in zwei Bereiche geteilt. Diesmal haben wir hier den 3D Viewport, so wie auch jetzt gerade vorher. Und auf der linken Seite haben wir jetzt nicht mehr den UV Editor, der sieht zwar sehr ähnlich aus, aber das hier ist der Image Editor. Sehr ähnlich zum UV Editor. Grundsätzlich kann man hier Bilder managen, aber UVs nicht mehr anpassen. Das andere muss man wirklich in den UV-Editor gehen und dann kann man hier wirklich die UVs anpassen. Aber da wir diesen Prozess jetzt mittlerweile schon abgeschlossen haben, sind wir im Image Editor und hier wird hauptsächlich nur noch gezeichnet und die UVs nicht mehr angefasst. Genau, wir haben jetzt hier unsere Textur, die können wir weiterverwenden. Aber können uns theoretischerweise auch einfach eine neue erstellen, zum Beispiel indem ich jetzt sage X und dann sage ich neu und dann kann ich eine neue reinladen, beziehungsweise eine neue erstellen. Oder ich verwende wirklich wieder die ich schon mal gemacht habe und mit der arbeite ich jetzt weiter. So, kommen wir aber jetzt zum 3D-Viewport, wo sich auch etwas getan hat, und zwar die Toolpalette. Also wir sind jetzt noch im Editiermodus, aber wenn ich jetzt wieder in den Object-Modus grundsätzlich gehe, dann ist das jetzt nicht mehr der Object-Modus, sondern wir sind jetzt im Texture Paint-Modus. Das ist der. Genau. Grundsätzlich muss man das jetzt gar nicht verwenden, also nur um das zu sagen, ich könnte auch hier reingehen unter Texture Paint, dann hätte ich genau das gleiche. Aber hier ist es schön, dass man gleich sofort richtig gewechselt wird. Wir haben hier unsere Tools, dann natürlich haben wir hier oben unterschiedliches Menü auch
Und auf der rechten Seite sind wir jetzt gerade im Active Tool and Workspace Settings. Also das heißt, was die aktiven Werkzeuge, die wir gerade ausgewählt haben, und da können wir weitere Einstellungen machen. Grundsätzlich, wir haben gerade den Draw Brush ausgewählt, also wir haben die Zeichenfunktion ausgewählt. Und darum ist auch hier dieses Setting offen. Nur kurz zur Übersicht, ich werde diese jetzt nicht verwenden, sondern nur kurz erklären. Wir haben hier noch einen Soften Brush, einen Smear Brush, also verwischen, einen Stempel Brush mehr oder weniger, so wie in Photoshop. Hier haben wir noch das Füllwerkzeug und diese Mask-Funktion. Genau, grundsätzlich, wir haben jetzt den Brush ausgewählt und der erzeugt uns jetzt, wenn man jetzt auf den 3D-Viewport schaut, diesen Radius. Und wenn ich jetzt einfach hier mal klicke, dann zeichne ich einfach auf das Objekt drauf. Und zwar mit dieser weißen Farbe. Das sieht jetzt vielleicht jetzt nicht komplett weiß aus, weil es einfach dieses mattgrau ist, dieses Shading. Ich könnte es jetzt auf Flat stellen, dann sieht man wirklich, es ist weiß. Und wenn ich jetzt drauf zeichne, ja, es ist wirklich weiß. Und man sieht auch sofort hier, es verändert sich. Also alles, was ich hier zeichne, wird auch hier übernommen. Und zum Beispiel auch hier, ich zeichne hier, es wird übernommen. Und natürlich ist das gleiche auch gegenseitig, wenn ich jetzt hier was zeichne. Das sieht man natürlich jetzt nicht, aber ich mache es hier. Wenn ich jetzt hier was zeichne, dann wird es übernommen. Und das ist im Prinzip schon ziemlich cool, weil man kann dann entweder im 2D-Bereich oder im 3D-Bereich zeichnen. Und das ist sehr, sehr praktisch. Ich werde darum jetzt einfach das schnell überpainten, dann haben wir wieder eine weiße Fläche und da kommen wir gleich eigentlich zu einem sehr wichtigen Punkt, und zwar, wie mache ich den Radius größer und kleiner. Es gibt hierfür Shortcuts, die wären F für die Größe und S wäre ein Color Picker, und dieser Color Picker ist schon auch oft sehr hilfreich. Also ich verwende nur diese zwei Shortcuts, mit denen komme ich total aus. Aber natürlich gibt es auch hier oben die Funktion, einen Brush Size zu definieren. Ich sage jetzt 20, okay, jetzt habe ich 20. Kann ich natürlich hier auch größer und kleiner machen, dann wird das größer oder kleiner. Und hier habe ich die Strength, das ist so viel wie die Opacity oder die Transparenz, wie viel Farbe aufgetragen werden soll. Genau, aber nochmal ein bisschen mehr später. Und hier haben wir zum Beispiel die Farbe, die man sich auswählen kann. Ich werde jetzt mir dieses Blau auswählen, und wenn ich jetzt hier drauf zeichne, sieht man, okay, auch wenn ich jetzt mit meinem Grafiktablett eine Brush Sensitivity habe, das heißt eine Drucksensibilität, dann kann ich das ein bisschen steuern, wie ich die Farbe auftrage. Aber natürlich, wenn man jetzt mit der Maus arbeitet, dann wäre das schon nochmal ein besserer Punkt. Und wenn ich jetzt zum Beispiel ganz fest auftrage, dann habe ich trotzdem nur, weiß ich jetzt nicht, 27% Farbauftrag. Also das ist jetzt nicht 100% so wie das. Da kann man das ein bisschen regeln, die Opacity. Genau, das heißt, hier haben wir grundsätzlich Einstellungsmöglichkeiten, aber auch natürlich in der im Property Shelf. Und hier sehen wir zum Beispiel, wir haben unterschiedliche Materialien, auf die wir zeichnen können. Wir sind momentan auf der Wikinger-Axt. Wenn ich die jetzt verlasse, dann verschwindet auch die Textur, aber wir sind momentan Wikinger-Axt. Wir zeichnen auf dieser Textur. Passt. Dann verwenden wir diesen Brush und haben hier dann noch weitere Settings, so wie zum Beispiel die Farbe. Hier kann ich genauso die Farbe auswählen zum Zeichnen. Jetzt ist aber zum Beispiel für mich, wie ich damals angefangen habe, hier in 3D zu zeichnen, ist die Frage, okay, wie bekomme ich eine Kante, die eigentlich relativ scharf ist, die jetzt nicht so blurry ist, weil irgendwie umso größer es wird, umso verschwommener wird mit dieser Kante, und das war für mich damals schon einmal ein kleines Problem, weil ich möchte, wenn ich zeichne, auch eine harte Kante haben. Das schaffe ich jetzt nicht so wie hier mit dem Radius und mit der Strength, das hat jetzt eigentlich nichts damit zu tun, sondern ich muss die Kantenschärfe definieren. Und das schaffe ich, indem ich etwas weiter runter gehe, und zwar nicht unter Stroke, so wie ich am Anfang vermutet habe, sondern unter Fall Off.
Und das ist doch ein bisschen was anderes als wie in Photoshop. Also Fall-Off definiert von bis meinen Brush. Und das ist jetzt mit dieser Kurve zu definieren. Und hier sieht man, es ist jetzt dieser weiche Verlauf, es ist jetzt nicht komplett hart. Man kann hier unterschiedliche Kurven auswählen. Und wenn ich jetzt diesen auswähle, dann sieht man schon, okay, mein Brush hat sich jetzt maßgeblich schon verändert. Er ist jetzt nicht mehr so wie vorher mit dieser weichen Kante. Dann kann ich noch weitergehen. Das wird ebenfalls meinen Brush verändern. Das hier zum Beispiel, glaube ich, ist sehr weich. Ja, genau. Und dieser hier ist mittel. Also der ist genau wieder weiche Kante, aber relativ guter Farbauftrag in der Mitte. Wenn ich jetzt wirklich einen harten Brush haben will, dann wäre das die beste Option, weil hier habe ich komplett harte Kanten. Und wenn ich jetzt ein bisschen näher reinzoome, sieht man das wirklich, dass das... Also prinzipiell finde ich das jetzt auch nicht mehr schön, aber eine Zwischenlösung wäre zum Beispiel sehr interessant, wo man sagt, okay, ich ziehe mir jetzt diese Punkte irgendwo so in diese Richtung, ja, dann haben wir doch ein bisschen eine schöne Kante, aber jetzt nicht so eine grausliche, verschwommene Kante, ja. So, jetzt haben wir sehr viele Farben ausgewählt und das ist eigentlich auch sehr lustig. Wenn man jetzt Hand-Painted Texture machen will, dann wäre das der Modus, wo man weiterzeichnet. Da wir das aber nicht wollen und wir mit Texturen arbeiten wollen, jetzt werden wir das Ganze schon ein bisschen anders gestalten. Ich werde mir jetzt hier meinen Brush wieder auf weiß einstellen. Die Color Palette wäre übrigens auch hier. Hier kann ich mir unterschiedliche Farben definieren. Wenn ich zum Beispiel jetzt auf diese Farbe hier draufklicke, dann kann ich zwischen RGB, HSV oder Hex wählen und ich sage jetzt einfach alles 1, das ist weiß und ich werde damit jetzt alles nochmal übermalen. Okay, verwenden wir jetzt eine Textur, um wirklich Holz auf dieses Objekt drauf zu painten. Und dazu muss man aber zuerst einmal in den Texturreiter reingehen. Also gehe ich unter Textur und wir sind hier noch im Brush. Und ich werde mir einfach eine neue Textur hinzufügen. Und zwar jetzt nicht irgendeine selbst gezeichnete, sondern ich werde dazu einfach eine Textur reinladen. Und dazu verwende ich jetzt meinen Texturenordner. Ich habe hier meine Bibliothek, da Texturen. Und was möchte ich verwenden? Ich möchte Holz verwenden. Das heißt, ich habe hier Holztexturen. Ich werde jetzt diese mir einfach einmal reinladen. Ich habe mir diese Textur vorbereitet. Und zwar kann man sich gratis und kostenlos Texturen runterladen von www.textures.com und hier muss man sich einfach einen neuen Account machen, dann bekommt man pro Tag 15 Credits, die man dann zum Download verwenden kann. Und ja, mit diesen 15 Credits kann man dann jeden Tag sich neue Texturen runterladen. Zum Beispiel, ich möchte mir jetzt zum Beispiel hier unter Wood etwas raussuchen. Und dann schaue ich mir, okay, ich möchte Blanks haben und dann sehe ich mir die ganzen Blanks an. Und nur mal rein theoretisch, ich möchte jetzt dieses hier haben. Das hat einen sehr interessanten Stil, hat sogar eine sehr große Auflösung und ist seamless, schaut cool aus. Werde ich draufklicken und das einzige, was jetzt, man bekommt diese Einschränkung, was die Größe betrifft. Das heißt, ich kann mir schon diese Small gratis runterladen für einen Credit, aber alles, was darüber hinaus von der Auflösung her geht, das muss man im Prinzip dann mit einem Premium-Account lösen. Aber für unsere Zwecke reicht das total, wenn ich jetzt da auf Datei speichern klicke. Natürlich, je nachdem, welche Textur man jetzt verwenden will, ich könnte jetzt natürlich schon nochmal die aktuelle Version verwenden, die ich gerade runtergeladen habe, dann ist sie auch hier. Das ist jetzt nur mal das Bild, das ich reingeladen habe. Jetzt muss ich wieder zurück auf meinen Tool Properties gehen und muss jetzt den Texturbereich öffnen. In der Texturbereich habe ich jetzt nämlich das Mapping. Und das Mapping ist relevant, was ich genau mit dem Brush gerade mache. Momentan habe ich gerade die Image-Textur reingeladen. Und wenn ich hier jetzt drauf zeichne, dann wird in meinem Brushstroke die Textur raufgezeichnet. Und das ist prinzipiell schon ziemlich genial. Da
da ich jetzt direkt darauf die Textur bekomme, aber ich möchte es jetzt nicht als Brush haben, sondern als Vorlage. Und dazu muss ich aber Stencil verwenden. Und wenn ich Stencil auswähle, dann bekomme ich im Prinzip so eine kleine transparente Fläche, die auch nochmal meine Textur widerspiegelt. Und diese Fläche ist wie eine Schablone, die ich jetzt verwenden kann, damit ich diese Schablone auf ein 3D-Objekt draufzeichne. Es war in einem Kommentar auch die Frage, ob man Gesichter von einer Person auf 3D-Objekte bringen kann, und prinzipiell wäre das zum Beispiel eine Möglichkeit. Ich habe jetzt ein Gesicht hier und dann zeichne ich einfach hier rauf und ich übertrage diese Texturinformation auf das 3D-Objekt. Also wenn ich jetzt mir das nochmal anschaue, dann ist das wirklich genau hier in dieser Texturqualität. Aufpassen muss man jetzt Folgendes. Erstens, wie ist die Ausrichtung meines 3D-Objekts, wenn ich jetzt hier das 3D-Objekt einfach mal so platziere und dann hier drauf zeichne, dann ist das natürlich verzerrt, weil ich habe von oben gesehen die Textur runter auf diesen Stiel gezeichnet und das erzeugt eine Verzerrung wieder. Grundsätzlich haben wir hier auch diese weiße Fläche, wo man auch wieder drauf zeichnen kann. Aber grundsätzlich kann man sich das anschauen. Prinzipiell, die Flächen sind verzerrungsfrei aufgelegt, aber ich habe jetzt die Textur verzerrt drauf gezeichnet. Also da besteht auch wieder etwas Gefahrenpotenzial. Wenn ich jetzt aber sage, okay, ich möchte diese Textur hier unten nicht haben, ich möchte die irgendwo in der Mitte haben, damit ich das entsprechend auch zeichnen kann, dann kann ich mit einem Rechtsklick die Textur verschieben. Also Rechtsklick gedrückt halten, kann ich die Textur verschieben. Und ganz genau eben rein und raus zoomen, da die Textur bleibt trotzdem gleich. Wenn ich jetzt in dieser Größe die Textur anbringe, bekommt der Stiel diese Textur. Wenn ich jetzt reinzeichne, also reinzoome, Entschuldigung, und hier drauf zeichne, dann bekommt ihr wieder die gleiche Textur. Also es kommt auf die Auflösung drauf an, also es kommt auf die Entfernung drauf an von Stiel zur momentanen Ausrichtung deiner Ansicht, und so kommt dann die Textur in dieser Auflösung auf das Objekt. Jetzt mag man zum Beispiel meinen, okay, das ist vielleicht jetzt nicht unbedingt suboptimal. Ich möchte eigentlich schon in dieser Nähe malen, aber ich möchte zum Beispiel jetzt die Textur verändern, also die Texturauflösung bzw. die Distanz verändern. Na, natürlich, wir haben jetzt mit R können wir bewegen, wir können natürlich auch mit Shift, also Shift und Rechtsklick, können wir diese Textur kleiner und größer ziehen. Und das macht auch nochmal einen Unterschied. Und das zweite ist, mit Steuerung Rechtsklick können wir die Textur auch drehen. Das heißt, wenn jetzt die Ausrichtung nicht richtig stimmt, dann können wir trotzdem sagen, okay, es soll so sein. Und so kann ich dann die Textur auftragen. So, jetzt haben wir aber trotzdem noch folgendes Problem. Das Objekt ist natürlich jetzt nicht flach, sondern es ist rund. Und wenn ich jetzt hier drauf zeichne, erstens einmal, er nimmt jetzt nicht mehr alles, wir bekommen hier einen weißen Rand, und wenn ich jetzt das drehe, dann sieht man schon, fängt es hier schon wieder an, dass es sehr unscharf wird. Und das hat damit zu tun, dass wir in dieser Ansicht die Textur drauf gepaintet haben, da das Objekt aber rund ist und prinzipiell hier eine ganz andere Ausrichtung der Flächen ist als wie hier. Jetzt wird es hier blurry. Und das heißt, man sollte immer darauf achten, dass man die Ausrichtung der momentanen Flächen zur Textur relativ normal sind. Also ich sollte, wenn ich jetzt hier zeichne, sollte ich auch nicht recht viel weiter gehen als wie so, damit ich jetzt keine Verzerrung bekomme. Dann kann ich hier problemlos die Textur auftragen, dann rotieren, dann wieder auftragen, dann wieder rotieren und dann wieder auftragen, und so bekomme ich dann rundherum ein schönes Ergebnis, das ich auch sehen lassen kann. Und wichtig ist zum Beispiel jetzt hier, der Brush, den ich jetzt verwende, der ist jetzt ein bisschen hart, und vielleicht wäre es dann doch sinnvoller, auf einen weniger harten Brush zu wechseln, der eine weiche Kante hat und somit auch
einen besseren Übergang, also einen besseren Verlauf erzeugt. Und somit kann ich dann diese Textur ineinander blenden und ich bekomme eine viel schönere Textur zusammen. Wichtig ist jetzt ebenfalls noch zu erwähnen, dass ich momentan mit der Farbe Weiß zeichne. Wenn ich jetzt aber zum Beispiel eine andere Farbe auswähle, ich sage jetzt einfach einmal, ich wähle mir diese Farbe hier aus und dann zeichne, dann wird das miteinander multipliziert bzw. vermischt und die Textur vermischt sich mit der Farbe, die ich ausgewählt habe und ich bekomme ein ganz anderes Resultat. Also man sieht schon, das Ganze fängt sich ineinander zu verstricken an und am besten ist, wenn man wirklich bei den einfachen Sachen bleibt. Ich werde das wieder zurück auf Weiß stellen und kann somit wieder das Ganze korrigieren hier. Und ja, genau. Jetzt kann man natürlich mit unterschiedlichen Texturen arbeiten und wie man das Ganze wirklich dann haben will. Und jetzt kommen wir aber noch zu diesem Problem. Also ich möchte zum Beispiel jetzt sagen, ich möchte, dass die Holztextur bis ganz rauf. Ja, okay, schön. Jetzt ist es aber so, dass hier das Metall ist und hier soll kein Holz mehr sein. So, jetzt überlege ich mir, ich brauche eine neue Textur, ich muss wieder unter diesen Reiter hier rein. Hier ist jetzt irgendwie auch nichts, ein neues Plus-Symbol oder sowas. Darum werde ich das einfach mal verwenden, also das X verwenden und werde mal hier wieder auf Neue gehen und werde mir eine neue Textur öffnen. Wenn natürlich das Ganze wieder auf dem richtigen Bildschirm wäre, wäre das um einiges einfacher. Ich werde aber hier auf Library wieder gehen, Textures. Und was haben wir jetzt? Jetzt brauchen wir Metall. So, hier, Metall. Und jetzt suchen wir sich eine schöne Textur aus, die relativ gleich oder ähnlich zu unserer Axt aussieht. Ich sage jetzt einfach mal, die schaut ganz gut aus. So, jetzt haben wir diese Axt, dieses Metall hier. Und diese soll jetzt hier raufkommen. Ich sage jetzt einfach, auf der einen Seite haben wir natürlich hier noch die Lederriemen. Das ist auch noch etwas, was eine andere Textur bekommt, als wie das Metall hier. So, ich sage jetzt einfach mal, okay, das ist das. Jetzt haben wir aber noch immer dieses Problem, okay, das ist jetzt ein bisschen blöd. Es sollte eigentlich ganz genau bis hierher gehen. Und man kann nie genau sagen, okay, ich möchte hier wirklich, dass das eine schöne Kante ist oder dass ich ohne Sorgen drauf loszeichnen kann. So, das ist am besten arbeitet man hier nämlich mit einer Maske und die Maske ist jetzt nicht irgendwie hier oder irgendwas anderes, sondern ist eigentlich genau das. Dieser kleine Punkt hier, der sagt mir genau das, was ich haben will. Paint Mask, Face Selection Masking for Painting. Face Selection, das heißt, ich muss eine Fläche auswählen von Faces, um darauf zu zeichnen. Okay, ganz einfach, ich gehe mit der Tabulator-Taste in den Editiermodus, sage, okay, ich möchte zum Beispiel jetzt nur das hier zeichnen und das und das und das. So, jetzt gehe ich wieder raus. Jetzt muss ich aber hier draufklicken. Jetzt wird nur noch das verwendet, was ich ausgewählt habe. Auch die Lederbänder sind nicht ausgewählt und jetzt werde ich auch nicht mehr darauf zeichnen. Und das ist jetzt schon eigentlich das, was das Wichtigste vom 3D-Zeichnen ist. Ich weiß, wie man Masken macht, ich weiß, wie man Textur auf etwas macht und rein theoretischerweise könnte ich natürlich auch hierher gehen und sagen, ich möchte jetzt nur hier drauf malen, ja. Dann kann ich auch wie eine Maske nur für das malen, was ich gerade ausgewählt habe. So, das ist jetzt im Prinzip das hier gewesen. Und mit dieser Maske kann man sehr gut arbeiten. Das heißt, wenn ich jetzt wieder alles mal zeichnen will, dann habe ich wieder alles. So, rein theoretisch habe ich jetzt die ganzen Tools erklärt, die ich zumindest verwende, wenn ich Texturen zeichne im 3D-Bereich. Man kann theoretischerweise komplett im Blender zeichnen, ja, das ist, dann kann man die ganze Textur hier zeichnen, aber ich mag es am liebsten, wenn ich wirklich zuerst die Texturen im Blender auftrage, das Ganze abspeichere und dann im Photoshop beende, bzw. verfeinere und hier dann wirklich die letzten Details und den Feinschliff
drauf verwende. Das wirklich Praktische hier ist nämlich, ich kann die UV-Seams komplett ignorieren. Die Textur wird wirklich auf das Objekt gelegt, ohne dass ich mir jetzt wegen der Orientierung Gedanken machen muss. Also hier kann man wirklich teilweise wirklich bedenkenlos drauf zeichnen und die Textur wird sehr gut drauf platziert. Also ich möchte jetzt wieder das hier beenden. Ich stelle wieder auf Tiled. So. Muss leider aber auch nochmal hier rauf gehen unter Texture und die Textur hier rauslöschen, weil erst dann kann ich wieder normal mit meinem Brush zeichnen. Aber man sieht schon hier, hier haben wir sehr viel Verzerrung momentan noch, das muss viel besser noch gemacht werden und die Textur wird da problemlos aufgezeichnet und passt sich genau dem an, wie man eben momentan auf das Objekt drauf sieht. So, das Ganze wird jetzt eben im Zeitraffer wieder abgespielt und die Textur wird wahrscheinlich jetzt einmal ordentlich von mir erstellt.
So, soweit bin ich jetzt mit der Diffuse Texture fertig. Ich habe noch etwas mit der Hand nachgearbeitet, nachdem ich die Texturen aufgetragen habe. Ich bin, glaube ich, etwas geschädigt noch von meinem letzten Spiel, wo ich eben alle Texturen selbst mit der Hand gezeichnet habe. Das ist wirklich eine Mischung aus realistischen Texturen und Hand-Painted Texture. Aber ich glaube, mir gefällt dieser Stil einfach, ist nicht jedermanns Sache, aber ein realistisches Objekt ist es eigentlich jetzt nicht mehr. Aber ich mag es wirklich sehr gerne, da ein bisschen herumzukritzeln. Ja, wie gesagt, das ist jetzt nur die Diffuse Texture. Wir sind jetzt momentan noch in der flachen Ansicht. Ich wechsle jetzt mal die Beleuchtung auf Studio. Und da sieht man schon, das ist sehr dunkel. Es gibt jetzt irgendwie auch keine Lichtquelle dazu, die das Ganze irgendwie ausleuchtet. Es ist eine diffuse Beleuchtung und dieser Modus ist eigentlich für das Modeling sinnvoll oder ratsam, aber nicht jetzt, um sich den Texturen anzusehen. Wir schauen jetzt zum Beispiel jetzt gleich einmal hier das ist die Material Preview. Gefällt mir ehrlich gesagt auch nicht, da ist jetzt überhaupt eine sehr komische Lichtstimmung. Darum gehe ich jetzt mal in den Render View und da ist es sehr dunkel. Warum? Weil kein Licht existiert. Ich werde mir jetzt mein Licht einblenden, das ich mir prinzipiell immer für die Thumbnails eingestellt habe. Nummer 1, und das habe ich jetzt auch noch gemacht, Nummer 2 für ein Gegenlicht und meine Renderplane, damit die Axt zumindest auf einer Fläche liegt. So, jetzt werde ich mal das Ganze ein bisschen heranzoomen. Es muss immer gerendert werden, darum ist es so pixelig. Es ist so, dass die Textur mir zwar gut gefällt und dass jetzt auch natürlich das Shading besser ist mit einer Lichtquelle und alles drum und dran, aber wir sehen sofort hier, da haben wir dieses komischen Lichtreflexion bzw. diesen Lichtpunkt und das geht jetzt nicht von hier oben, sondern es ist auch hier unten und wenn wir jetzt aber bedenken, dass wir ein realistisches Material erzeugen wollen, dann geht das überhaupt nicht. Dann hat zum Beispiel Metall eine andere Lichtreflexion bzw. Lichtpunkte als wie Leder oder Holz und dafür brauchen wir dann eine Specular Map und die werde ich jetzt auch noch erzeugen in diesem Videotutorial und das war's dann auch. Die Normal Map, wie gesagt, werde ich nicht jetzt in diesem Video erklären. Eine Specular Map behandelt eigentlich die Ich bin mir jetzt nicht sicher, ob Lichtreflexion wirklich stimmt, aber es behandelt da, wo das Licht auftrifft, wie stark wird das Licht zurückgeworfen bzw. wird vom Objekt geschluckt. Und diese Specular Map ist eigentlich eine reine Schwarz-Weiß-Textur und man kann diese aus der Diffuse Map herausrechnen. Ich gehe jetzt wieder in Photoshop und ziehe mir nochmal meine Textur hier einfach rein. Und was ich jetzt mache, ich werde mir eine Schwarz-Weiß-Textur erstellen. Dann haben wir schon mal die ganze Farbe weg. Prinzipiell könnte ich das bereits schon als Specular Map bezeichnen, aber meistens wird man noch ein bisschen nacharbeiten. Ich werde mir dazu noch eine neue Bearbeitungsebene erstellen, und zwar Belichtung, und werde hier mir jetzt einfach ein bisschen mit dem Regler stellen. Also alles, was schwarz wird, verschluckt dann nachher das Licht und alles, was in Richtung weiß geht bzw. in einem Grauton ist, das wird unterschiedlich stark, je nachdem wie weiß oder wie dunkel der Farbwert wird dann das Licht wieder zurückgeworfen und hier entstehen dann im Prinzip diese Glanzpunkte. Ich werde das jetzt wirklich sehr stark einstellen. Holz hat prinzipiell eine sehr niedrige Lichtreflexion und Metall prinzipiell etwas stärker. Da könnte ich überlegen, wie ich genau das jetzt anpasse. Ich kann jetzt natürlich hier auch noch diese Masken nachbearbeiten, jetzt wenn ich sage, das ist jetzt natürlich 100% und jetzt werde ich mir das Ganze herauspicken. Jetzt bin ich ein bisschen die Blender-Shortcuts gewohnt und nicht mehr Photoshop. Ich werde mir dann auch noch die Deckkraft von meinem Brush etwas zurücknehmen, damit das jetzt nicht zu intensiv wird. Ich werde jetzt zum Beispiel das Leder herausnehmen aus dem Ganzen, damit das jetzt nicht komplett in ein schwarzes Loch fällt und etwas Licht reflektiert auf jeden Fall. Also die Schatten sollen wirklich dann sehr relativ dunkel werden und da, wo es dann wirklich reflektieren soll, da schauen wir, dass wir schon noch
Grauinformation haben. Der Gürtel bzw. das Leder wird jetzt relativ stärker reflektiert als wie jetzt zum Beispiel das Metall hier oder das Holz. Das Holz können wir eigentlich noch dunkler machen. Und dann haben wir prinzipiell schon eine gute Basis von einer Specular Map. Jetzt haben wir wirklich sehr wenig vom Holz, das reflektiert. Das gefällt mir aber prinzipiell. Das Metall hat auch seine Struktur irgendwie beibehalten von diesen Höhen und Tiefen. Und beim Leder müsste ich jetzt noch überlegen, könnte ich da noch etwas nacharbeiten oder nicht, weil wenn man jetzt rein zoomt, haben wir da eine Struktur, nur eine ganz leichte, die aber vielleicht noch etwas herausgehoben werden sollte. Also hier sieht man zum Beispiel wirklich die einzelnen Poren vom Leder. So, ich werde mir das jetzt einfach mal ansehen und dann schauen wir, ob uns das gefällt. Also abspeichern, PNG, das Ganze heißt jetzt nicht mehr Diff, so wie Diffuse, sondern Spec, wie Specularity, speichern, ja. Dann gehen wir wieder in Blender. Hier brauchen wir ein neues Arbeitsfeld und werden hier den Shader Editor wieder aufrufen. So, jetzt haben wir wieder den Shader Editor geöffnet und jetzt habe ich zwei Möglichkeiten. Entweder ich werde mir das einfach anwählen und werde mit Shift D mir das duplizieren, dann diese Textur löschen, die ich jetzt drinnen habe und dann die Specular Map reinladen. Entweder das oder ich werde einfach die Textur vom Folder rein in den Shader Editor ziehen, dann bekomme ich genau das gleiche. Kommt drauf an, wie es dir lieber ist. Egal. Jedenfalls, was wir jetzt brauchen, wir müssten jetzt diese Specular Map mit Specular oder Roughness verbinden. Die Sache ist die, ich kenne mich ehrlich gesagt selbst nicht so gut mit dem Shader Editor aus. Ich habe nur die Basics mehr oder weniger gelernt und habe bis jetzt Specular und Diffuse und Normal Map immer nur in der Game Engine probiert. Beim Rendern habe ich so gar nicht viel Erfahrung. Ich weiß nur, dass ich den Kanal in beide, in Specular oder Roughness ziehen kann und ich bekomme ein ähnliches Ergebnis. Was ich jetzt noch brauche ist eine Color Ramp, die mir meine Specular Map noch etwas genauer definieren kann, bzw. regulieren kann. Ich werde jetzt den Color Output in den Input von der Color Ramp ziehen und den Output hier, jetzt werde ich es in Specular schieben. Und beobachte jetzt ganz genau das Render, was jetzt passiert. Es hat sich sehr viel getan, es ist jetzt nicht mehr so leuchtend, dieser Glanz ist komplett verschwunden. Und das ist eigentlich sehr gut, weil Holz macht so etwas nicht. Und wenn man jetzt hier noch zum Beispiel das Schwarz manipuliert oder das Weiß, dann bekommt man wieder unterschiedliche Ergebnisse von der Specular Map. Und nur zum Vergleich, wenn ich jetzt die Verbindung von Specular auf Roughness schiebe, dann tut sich schon etwas. Der Effekt der Specular Map ist jetzt relativ gering ausgefallen, da wir jetzt eine sehr simple Mesh-Geometrie haben. Aber wenn ich jetzt noch eine Normal Map hinzufügen würde und mit Höhen und Tiefen arbeiten würde, dann würde der Effekt viel stärker ausfallen und man würde wirklich viel mehr Glanz und Schattenbereiche in dem Mesh bekommen. So, ein kleiner Zwischenschritt wurde jetzt noch gemacht. Ich habe die Normal Map hinzugefügt. Die schaut jetzt so aus. Wie gesagt, habe ich in Photoshop gemacht, einfach aus der Diffuse Map herausgerechnet und habe damit Höhen und Tiefen nochmal simuliert. Auch im Leder habe ich leichte Poren hinzugefügt und das Holz sieht man auch hier, das durch eine neue Struktur hinzugefügt wurde. Wenn man das Ganze jetzt hier in Blender hinzufügt, also da ist bereits die Normal Map hinzugefügt worden. Und wenn ich diese jetzt wieder wegnehme, dann sieht man auch den Unterschied. Also ich werde da jetzt reinzoomen. Und jetzt sehen wir sich den Unterschied an, wenn ich jetzt die Normal Map hinzufüge. Vor allem auch im Licht. Und wie die Specular Map zusätzlich noch jetzt hier wirkt, bekommen wir eine ganz andere Darstellung als ohne.
Also ich werde jetzt kurz das Ganze in Eevee umstellen. Da bekommen wir zwar ein anderes Ergebnis. Wir sehen da sofort, das sieht gerendert ganz anders aus. Dafür bekommen wir dieses Rastermuster hier immer nicht, dass es neu rendern muss. Also, aber man sieht trotzdem im Vergleich. Hier haben wir jetzt die Normal Map und hier nicht. Und jetzt fügen wir sie wieder hinzu. Also da kommt wirklich ganz eine andere Struktur. Auch hier sieht man da den Unterschied, vor allem im Licht- und Schattenbereich. Da ist es jetzt komplett dunkel und jetzt wird es viel stärker herausgerechnet. Und die Specular Map wird eben dadurch auch ganz anders sein. Jetzt hier ohne Specular Map oder Roughness Map und jetzt wieder mit. Also da sehen wir schon, die einzelnen Maps machen schon einen gewaltigen Unterschied, wie sich das Ganze im Rendern ausführt. So, machen wir wieder auf Cycles. Und vor allem, wenn man jetzt ganz nah heranzoomt, also das sind jetzt vielleicht schon Details, also in der Vorschau sieht man es schon auch hier, diese kleinen Glanzpunkte, die machen einen gewaltigen Unterschied, finde ich zumindest. Also wenn man das Ganze wieder wegnimmt, dann ist es irgendwie viel diffuser, als wenn man wirklich das dann wieder genauer definiert und macht, finde ich, auch einen realistischeren Eindruck. So, vielleicht schauen wir noch sich kurz mein Render an. Das habe ich schon bereits herausgerendert. Und vor allem hier sieht man auch viel genauer, beziehungsweise wenn es natürlich fertig gerendert wurde, dann ist das eine viel bessere Qualität auch und von der Lichtberechnung auch her. Also diese ganz kleinen Elemente, die machen, finde ich, dann wirklich den Unterschied, die da drinnen sind. Ja, außerdem mit einer Normal Map sieht das Ganze dann, finde ich, schon etwas realistischer aus. Genau. So. Kleinen Fail habe ich übrigens schon gemacht, das möchte ich euch jetzt auch nicht vorenthalten. Hier habe ich anscheinend die Diffuse Map etwas verhunzt. Da habe ich etwas schlampig gearbeitet. Das ist natürlich, so sollte es nicht sein. Also das sieht man schon ziemlich offensichtlich. Ich weiß jetzt nicht, wann genau mir das passiert ist, aber so sollte ein UV-Cut nicht sein. Noch dazu muss man jetzt auch dazu sagen, dass die Normal Map jetzt auch nicht unbedingt mein schönstes Werk geworden ist. Die habe ich eher nur auch schnell rausgerendert, weil mit dieser Normal Map bekommen wir an den Seams auch nochmal eine offensichtliche Kante. Also das ist jetzt auch nicht optimal geworden ist. Ich habe das nur für die Ansicht relativ rasch erledigt, damit ihr das auch sehen könnt. Im Großen und Ganzen sind wir jetzt aber fertig mit der gesamten Entstehung dieses 3D-Props, dieser Wikinger-Axt. Und es ist jetzt wirklich alles durchgegangen von Modellieren bis hin zu UVs und UV-Layout und letztendlich jetzt den Texturen. Ich habe es jetzt auch schon so gerendert. Theoretischerweise könnte ich das jetzt auch in ein Spiel einbauen. Also jetzt habe ich die einzelnen Maps, ich exportiere das Ganze und könnte es dann in ein Spiel einbauen. Aber wie gesagt, die Struktur hat schon sehr viele Vertices. Also AAA-Games ist das, finde ich, schon normal. Aber das ist, wie gesagt, kein Low-Poly-Mesh. Also da hat es schon etwas zu viel Geometrie. Ich hoffe, diese ganze Videoserie hat euch gut gefallen und war sehr hilfreich, beziehungsweise hat euch weitergeholfen in den Punkten, wo ihr eventuell noch euch unsicher wart. Und wenn euch diese Serie gefallen hat, wäre es sehr super, wenn ihr mir jetzt ein Like da lasst oder wenn ihr einfach den Kanal abonniert für weitere Videos. Vielleicht kommt ja wieder etwas auf Deutsch auch. Und ich wünsche euch einen wunderschönen Tag bzw. einen wunderschönen Advent jetzt, vor allem in dieser schwierigen Zeit. Vielleicht sieht man sich im nächsten Video. Bis bald. Cheers!